Autobanken bieten im Tagesgeldmarkt oft Konditionen, die deutlich besser sind als die von Filial- oder herkömmlichen Direktbanken. Auch das Opel Direktbank Tagesgeldkonto bietet einige Vorteile, die andere Banken nicht bieten. Aber wie gut ist das Opel Direktbank Tagesgeld wirklich? Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen und lohnt sich das Konto am Ende wirklich für dich? Genau das klären wir jetzt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Schauen wir zuerst auf die Vorteile. Einer der größten Pluspunkte ist der hohe Zins. Als Neukunde bekommst du aktuell 2,9% Zinsen pro Jahr. Damit liegt der Zins des Opel Tagesgeldkontos sogar höher als der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Da sich die Zinsen natürlich ändern können, findest du den aktuellen Zinssatz wie immer unter dem Link unter dem Video. Sehr angenehm ist auch die monatliche Zinszahlung. Bei manchen Tagesgeldkonten werden die Zinsen nur quartalsweise, halbjährlich oder einmal im Jahr ausgezahlt. Die Opel Direktbank zahlt die Zinsen monatlich aus. Dadurch profitierst du stärker vom Zinseszinseffekt, weil die gut geschriebenen Zinsen direkt wieder mitverzinst werden. Das Tagesgeldkonto ist auch für Minderjährige verfügbar. Ein Vorteil, den viele andere Banken nicht bieten. Du kannst es also auch für Kinder und Jugendliche eröffnen und das zu denselben Konditionen wie für Erwachsene. So lässt sich der Steuerfreibetrag des Minderjährigen nutzen und dank eigener IBAN können Geldgeschenke von Großeltern oder Verwandten ganz einfach überwiesen werden. Sehr komfortabel ist auch das Thema Steuern. Bei manchen gut verzinsten Tagesgeldkonten werden die Zinsen brutto ausgezahlt und du musst dich selbst um die Steuer kümmern. Beim Opel Direktbank Tagesgeld ist das deutlich einfacher. Du kannst einen Freistellungsauftrag einreichen und solltest du den Sparerpauschbetrag überschreiten, wird die Abgeltungssteuer automatisch abgeführt. Auch bei der Flexibilität gibt es keine Einschränkungen. Du kannst jederzeit Geld ein- oder auszahlen. Es gibt keine Kündigungsfristen. Dein Geld bleibt also jederzeit verfügbar. Beim Thema Sicherheit ist das Konto ebenfalls solide aufgestellt. Die Stellantis Bank, die hinter der Opel Direktbank steht, ist eine Bank aus Frankreich und so sind deine Einlagen über die französische Einlagensicherung bis zu 100.000 € geschätzt. Frankreich hat ein Standard & Poor's Rating von A+. Das Tagesgeldkonto wird über eine Niederlassung in Neu-Isenburg in Deutschland betreut. Ein weiterer Vorteil: Das Konto wird in Euro geführt. Es gibt also kein Währungsrisiko und keine Kursschwankungen, die den Wert deiner Einlage beeinflussen könnten. Außerdem gibt es keine Mindesteinlage. Dein Guthaben wird bereits ab dem ersten Euro verzinst, was gerade für kleinere Beträge attraktiv ist. Kommen wir zu den Nachteilen. Nach Ablauf von 3 Monaten wird der Zinssatz automatisch gesenkt. Der Bestandskundenzins liegt dann aber mit 1,35% pro Jahr im Vergleich mit anderen Tagesgeldern immer noch im oberen Bereich. Kommen wir zur Bewertung. Lohnt sich das Opel Direktbank Tagesgeldkonto? Das Opel Direktbank Tagesgeldkonto bietet unter den Tagesgeldkonten, bei denen du dich nicht selbst um die Abgeltungssteuer kümmern musst, einen attraktiven Zinssatz, vor allem in den ersten 3 Monaten. Dank der monatlichen Zinszahlung nutzt du den Zinseszinseffekt optimal. Die französische Einlagensicherung gilt als stabil. Das Konto wird über eine deutsche Niederlassung geführt und das Online-Banking ist komplett auf Deutsch. Zusätzlich ist die Möglichkeit, das Konto auch für Minderjährige zu eröffnen, ein klarer Pluspunkt. Den Link zum Opel Direktbank Tagesgeldkonto findest du unter dem Video. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über eine Like sehr freuen. Hast du noch Fragen zum Opel Direktbank Tagesgeldkonto? Dann schreib sie mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie, wie immer, gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.